Die kommende Bundesregierung, die will einen freiwilligen Wehrdienst einführen, so steht es im Koalitionsvertrag. Der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius hofft, mit dem Vorhaben noch dieses Jahr starten zu können. Pistorius orientiert sich mit seinen Plänen am sogenannten schwedischen Modell. Das heißt, wer 18 Jahre alt wird, soll einen Brief mit einer Einladung zum Wehrdienst erhalten und dann kann er entscheiden, ob er den Dienst antreten will oder nicht. Mit seinen Plänen war Boris Pistorius in der Ampelkoalition bisher auch am Widerstand seiner eigenen Partei gescheitert. In jedem Fall kann man festhalten, Max Hermes in Hagenow beim Panzergrenadierbataillon 401 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Attraktivität müsste ja erstmal auch erhöht werden, der Bundeswehr als Arbeitgeber. Was tut man denn dort dafür? Das ist das große Ziel und das, was man braucht natürlich, um die Bundeswehr letztlich aufwachsen zu lassen. Denn klar ist, Deutschland braucht die Streitkräfte. Der Generalinspekteur der Bundeswehr ist vor kurzem erst davon ausgegangen, dass 460.000 Soldaten gebraucht werden, also 200 aktive und nochmal 260.000 in der Reserve. Und dafür wird es eben noch einiges mehr brauchen. Und wir können uns hier mal mit einem unterhalten, der hier eben aktiv für Deutschland letztlich schon kämpft, beziehungsweise hier jetzt dann heute auch trainiert. Pascal, der ist Oberleutnant dieses Bataillons. Vielleicht können Sie einmal die Aufgaben beschreiben. Was machen Sie? Wie würden Sie eingeteilt und eingesetzt, auch wenn Deutschland jetzt dann sich in einem Kriegsfall oder in einem NATO-Bündnisfall befinden würde? Okay, in erster Linie bin ich militärischer Führer. Dementsprechend hätte ich hier unterstellte Soldaten, mit denen ich gemeinsam in den Kampf ziehen würde. Zusätzlich zur Verfügung hätte ich dabei noch Schützenpanzer Marder, 4 Stück an der Zahl, mit denen ich dann kämpfen würde. Wie sieht das aus? Auf welche Art von Gelände sind Sie auch besonders spezialisiert? Sie gehören ja auch zum Heer, zur größten letztlich Truppengruppierung der deutschen Bundeswehr. Wie sieht das aus? Auf welche Art von Gelände können Sie operieren und agieren als Bundeswehr? Grundsätzlich sollen wir jederzeit weltweit einsatzbereit sein. Unsere Spezialisierung als Panzergrenadiere ist aber ganz klar das mitteleuropäische Flachland. Was war, wenn wir jetzt auch darüber nachdenken, viele Menschen kommen zur Bundeswehr, was war für Sie damals auch ausschlaggebend? Wie war bei Ihnen auch der Prozess, als Sie zur Bundeswehr gekommen sind? Ich wollte tatsächlich etwas für die Gesellschaft tun, Mehrwert generieren, und hier ist es ganz klar die äußere Sicherheit, auch wenn die nicht so messbar ist wie beispielsweise die innere Sicherheit. Die äußere und die innere Sicherheit natürlich. Mit welchen Reaktionen waren Sie damals auch konfrontiert, als Sie mit Freunden, Familie darüber gesprochen haben? Wir wissen jetzt, seit dem Angriffskrieg der Ukraine ist wahrscheinlich auch oder ist ganz sicher auch bei vielen das Verständnis auch gestiegen. Aber wie war das damals? Bei Ihnen ist das ja schon eine Zeit her. Genau, das war 2015 und da gab es verschiedene Reaktionen. Die Masse war durchaus positiv. Im jugendlichen Leichtsinn haben das vielleicht meine Schulkameraden auch gar nicht so wahrgenommen, was das eigentlich bedeutet. Für mich war das aber kein Problem. Ich bin mit jeder Meinung vernünftig umgegangen, wurden meistens sachlich geäußert, und das muss eine vernünftige, gesunde Demokratie auch abkönnen, Gegenmeinungen als auch Fürmeinungen. Haben Sie denn auch jetzt dann festgestellt, dass sich das auch verändert hat? Jetzt nochmal, dass Deutschland hat die Zeitenwende auch ausgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz, hat sich da etwas verändert, auch in den Köpfen der Menschen? Ich persönlich finde, dass sich zumindest in meinem privaten Umfeld schon ein bisschen was verändert hat. Die kritischen Stimmen sind natürlich geblieben, in ihrer Intensität aber deutlich abgeflacht. Das heißt, man ist positiver auf mich zugegangen, man hat öfter Fragen gestellt und wollte mehr über das Berufsbild eines Soldaten wissen und was würden wir eigentlich im Ernstfall machen. Nichtsdestotrotz gab es aber auch immer noch unterschiedliche Meinungsbilder zu dem Thema. Interessante Einblicke. Vielen lieben Dank. Also wir sind den ganzen Tag hier auch noch in der Kaserne unterwegs und werden die verschiedensten Teile eben dieser Übungen hier, aber auch die Soldaten begleiten und ein Stimmungsbild hier aus dieser Kaserne in Mecklenburg-Vorpommern heute den Zuschauern geben. Max Hermes, Dankeschön.